Servus Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, heute möchte ich mal über das gestrige EA Spotlight sprechen, in dem unter anderem Battlefield 2042 ein Thema war mit neuen bzw. eher remasterten Maps, mit welchen weiteren Informationen wir da rechnen dürfen. Ja, und was es vielleicht sonst noch so an kleineren Details aus diesem Meeting gibt. All das erfahrt ihr im heutigen Video. Wir hatten das Ganze ja gestern schon zusammen im Livestream besprochen. Falls ihr das verpasst habt, an der Stelle folgt mir gerne auf Twitch und seid das nächste Mal mit uns allen gemeinsam am Start. Würde mich mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Grundsätzlich muss man einfach sagen, dass solche Vor-Teaser-Interviews ja mit wirklichen Details und neuen Spielsequenzen und so weiter eher mal geizen können. Das war jetzt auch da der Fall. Also wir haben leider kein weiteres Footage mehr gesehen oder ja, kein Beta-Footage oder sonst irgendetwas in die Richtung von Battlefield 2042. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal die ein oder andere interessante Information und ja, auch den einen oder anderen Punkt, wo man vielleicht mal zwischen den Zeilen lesen muss. Wir fangen mal mit dem Offensichtlichen an, und zwar das Thema Hub-Modus, was ja schon seit längerem kursiert, im Internet kursiert, das immer wieder auch behandelt wird, unter anderem von Tom Henderson, unserem Number One Leaker. Absolut, ja, und da geht es einfach darum, dass die absoluten Klassiker oder Highlight-Maps, Operation, Metro, Locker, Wake Island, Siege of Shanghai zum Beispiel oder weitere, könnt ihr mir an der Stelle mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Map ihr gerne im Battlefield 2042 Remastered sehen wollt. Das Ganze wird eben in diesem Battlefield Hub Modus kommen, das ist auch schon bestätigt. Es geht nur darum, welche Maps bestätigt werden bzw. dann ins Game kommen. Das wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht, aber da werden wir uns jetzt mal ein bisschen gedulden. Vielleicht gibt es da zum 22.07. auf jeden Fall schon was Neues, oder damit rechne ich eigentlich fest, dass es entweder zu dem Modus nochmal neue Bestätigungen gibt oder halt auch zum Modus Hazard Zone. Wenn wir uns jetzt anschauen, natürlich, man hat sich auch intern gefeiert, also die Urgesteine des Battlefield-Genres beziehungsweise die ganz alten Veteranen, die wären völlig außer sich gewesen. Genannt wurde da Lars Gustafsson, aka Mr. Battlefield, der das unendlich gefeiert hat. Also, aber mit solchen Dingen, da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein und das jetzt auch gar nicht so zu hoch hängen, weil wir wissen ja alle, wenn man sich hypen will, dann kann man sich auch hypen, und die Jungs sind ja auch irgendwo ein Stück weit eine Marketingabteilung, auch wenn sie es vielleicht nicht sein wollen, und das gehört halt zum guten Ton dazu, dass man hier kräftig die Werbetrommel rührt. Davon lassen wir uns aber nicht abschrecken. Was gibt es sonst noch zu berichten? Also, Thema Hazard Zone, auch nochmal die Bestätigung, ging eben raus, dass es sich um keinen klassischen Battle Royale Modus handeln wird. Ich bin immer noch der Meinung, wir werden sehen, ja, was dann am Ende davon stehen bleibt. Vielleicht ist es Battle Royale im Battlefield-Style, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das Thema Battle Royale komplett an DICE vorbeigeht, weil es wäre auch irgendwie irrsinnig. Schaut euch mal die aktuellen Watch-Zahlen auf Twitch an. Ja, was haben normale Multiplayer an View-Zahlen und was haben dann Battle Royale wie Warzone? Das ist einfach, ja, 10-mal so viel. Also es ist krank, der Unterschied, und kann ich mir nicht vorstellen, dass DICE und vor allem EA, die ja auf das gute Geld schauen als Wirtschaftsunternehmen, das einfach hinten runterfallen lassen. Also, Hazard Zone wird es sehr wahrscheinlich am 22.07. geben. An der Stelle auch nochmal etwas Eigenwerbung. Suxe und ich werden das Ganze mal natürlich wieder in einem Partner-Stream zusammen mit euch bearbeiten und beackern. Also schaut da gerne mit rein. Alle erforderlichen Links habt ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und abschließend würde ich jetzt noch sagen, gehen wir vielleicht auf ein kleines Detail noch ein, und zwar, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Operator-Modus aus Battlefield 4, in dem er halt dann ja mit Tablet oder Smartphone irgendwie noch am Spielgeschehen Battlefield teilnehmen kann. Da ist natürlich sehr, sehr viel Potenzial auch für Battlefield 2042. Die Entwickler bedauern auch, dass es das in den letzten Battlefield-Teilen nicht zur Umsetzung kam oder halt auch einfach die Möglichkeit nicht gab. Ist ja klar, bei Weltkriegsshootern dann irgendwie mit dem Tablet rumlaufen, macht jetzt auch wenig Sinn. Aber die wünschen sich auf jeden Fall diesen Commander-Modus wieder zurück, beziehungsweise ich denke, dass der komplett neu aufgesetzt werden wird, und ja, vielleicht gibt es da wirklich
eine coole Kombination. Es wäre auch wirklich eine Innovation, wenn du an einem regulären Multiplayer noch als Commander oder wie auch immer am Spielgeschehen über Tablet teilnehmen kannst. Natürlich dann nicht ins Infanterie oder sonst was richtig eingreifen kannst. Aber ich denke, da werden wir auch am 22. etwas sehen. Also Leute, 22. ist definitiv the place to be, beziehungsweise das Datum to be. Von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Schallert gerne den Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann abonniert auch gerne rein. Und wie gesagt, vergesst Twitch nicht, wenn ihr auch bei den Livestreams natürlich mit am Start seid. In diesem Sinne war es das für heute mit dem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video, beziehungsweise zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif und haut rein. Euer A-Team.